Hallo liebe Motorradfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch den neuen Käfer in Maßstab 1:18 von der Firma Schuko vor. Auf 1000 Stück ist das Ding limitiert und aus Metall. Das ist die Verpackung, ja, sieht schon, sehr schön aus, relativ schlicht, ja, weiß, hier und was man alles machen kann damit. Eine schöne Besonderheit gibt es meiner Meinung nach, und zwar hier, das ist so ein bisschen ja, haptisch aufgedruckt das Ganze, ja, also man kann das gut anfassen. So, hier ist der Wagen ausgepackt. Also wie gesagt, das ist ein VW Käfer von 1963. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar das Original Herbie-Fahrzeug, also die Vorlage für den Filmwagen. Wer Herbie nicht kennt, ja, der sollte sich schämen. Nein, Spaß. Aber es ist wirklich ein Filmklassiker. Damals als Kind immer gern geguckt und natürlich heute auch noch, wenn er kommt. Und ja, schauen wir uns erstmal die Front an. Ich meine, was soll man zu Käfer sagen? Ein allgemein bekanntes Fahrzeug, würde ich sagen. Da kommt er auch schon entgegen. Und zwar sehen wir uns hier die tolle rote Farbe. Hier kommt der Wagen also richtig gut zur Geltung, finde ich. Hier die klassischen runden Lichter. Ja, Käfer typisch, ist klar. Sehr viel Chrom kann man hier sehen. Ja, hier auf der ja, Kofferraumhaube. Denn wir wissen ja, Käfer haben den Kofferraum vorne. Also sieht sehr schön aus. Ja, hier die Blinker. Die Scheibenwischer hier auf dem Fenster ist auch Chrom überall verteilt. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in den ja, Kofferraum rein. Hier drin befindet sich ein Ersatzreifen. Den kann man sogar rausholen. Ja, das ist ein sehr schönes Detail, wie ich finde. So, also den kann man rausholen. Ja, ist auch hier relativ detailliert, finde ich. Ja. Schauen wir mal hier rein. Und wir können sehen, hier ist jetzt nicht so viel Details vorhanden, finde ich. Das ist schade. Eigentlich ist das gummiert, ja. Das ist hier einfach nur Plastik. Das finde ich jetzt schade. Da hätte man durchaus mehr machen können, finde ich. Aber das mit dem Reifen, das ist auf jeden Fall ja, ein lustiges Gimmick. Machen wir den Kofferraum wieder zu. Und schauen uns die Seite an. Nicht wundern, hier steht übrigens meine Untergrundplatte irgendwie ein bisschen schief. Deswegen rollt der Wagen ab und zu weg. Leider. Ja, schauen wir uns jetzt mal die Seite an. Und ja, käfertypisch, sehr, sehr kompakt und auch natürlich sehr schnucklig, vor allem in dieser Farbe. Hier kann man erkennen die schönen ja, Chrom-Radzierblenden. Die sehen wirklich klassisch aus. Hier die durchgezogene Chromlinie gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Haben sie gut umgesetzt. Einstiegsleiste. Und hier oben kann man erkennen das Faltdach. Hier, also da kann man reingucken. Bewegen kann man es leider nicht, das wäre natürlich auch noch schön gewesen. Aber ist leider fest. Schauen wir uns das Heck an. Und auch hier käfertypisches Heck. Damals noch mit den ovalen Lichtern hier, ja. Ist Geschmackssache. Manchen Leuten gefällt dieses Gesicht oder dieser Hintern besser als der mit den runden Lichtern. Ich sag mal, beide sind schön. Je nachdem, wie die Farbe, wie die Außenfarbe und Innenfarbe eigentlich ist. Der ist auf jeden Fall sehr hübsch. Hier unten kann man die Auspuffrohre erkennen. Da muss ich sagen, hier sind keine Löcher drin. Das ist jetzt irgendwie, ja, schade. Nicht so ganz detailliert. Chrom-Stoßstange ist aber dafür da. Und der kleine ja, Griff zum Öffnen der Motorhaube. Was ich jetzt natürlich auch mal tue. So. Und wir schauen mal in den Motor rein. Und der ist meiner Meinung nach schon sehr detailliert. Also das gefällt mir. Ja, also man kann viel erkennen. Ist schön gemacht. Auf jeden Fall. Ja, 4-Zylinder-Motor. Also das ist okay. Hat Schuko gute Arbeit gemacht, finde ich. Auch hier die Lufteinlass bzw. ja, der Luftausstrom ist auch gut gemacht. Schauen wir uns jetzt den Innenraum an. Das geht relativ einfach. Und wir schauen mal rein. Vorsicht, dass nichts abbricht. Und hier, ja, im Original gab es natürlich auch nicht viele Details, das muss man jetzt natürlich sagen. Aber ich hätte gedacht, hier ja, hätte man im Boden vielleicht noch gummierte Sachen machen können oder irgendwie Teppichimitat. Ich weiß, dass Käfer im Boden auch ja, Gummi haben. Allerdings gibt es auch ja, bei verschiedenen Modellen auch Stoff ja, im Fußraum. Das ebenfalls, was mich stört, ist, dass die Konsole bzw. die Armatur nicht aus Metall ist. Das ist bei dem Käfer auf jeden Fall der Fall. Hier im Modell ist es leider Plastik. Das ist schade. Ansonsten ist alles relativ detailliert. Gefällt mir, ja. Auch hier hinten ja, ist Plastik. Und man kann noch erkennen, hier, das sind noch solche Schaumstoffstützen. Die habe ich jetzt mal drin gelassen. Und hier hinten im Kofferraum, also eine Hutablage bzw. ist auch Plastik.
Das ist auf jeden Fall eigentlich normalerweise mit Stoff ausgekleidet. Das hätte man anders machen können, beziehungsweise detaillierter. Das ist das, was ich meinte. Und wir schauen mal hier rein. Beifahrerseite. Ja, Tür ist detailliert gemacht. Die Hebel sind alle da für die Fenster und zum Aufmachen. Das ist alles okay. Aber wie gesagt, die Sachen, die ich angesprochen habe, da hätte ich mir auf jeden Fall noch mehr erwartet, dachte ich. Ja. Also da ist noch Luft nach oben. Ja. Und dann könnte das Ganze eine runde Sache werden. Ja, das war es eigentlich schon zu einem Fahrzeug. Gefällt euch der Wagen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich finde ihn auf jeden Fall nicht schlecht. Einziger Kritikpunkt ist für den Preis, ich weiß nicht, es ist meiner Meinung nach etwas zu viel für das Gebotene. Nicht falsch verstehen, der ist gut, aber es würden noch mehr Details gehen, meiner Meinung nach. Also ich finde, für den Preis hätte durchaus mehr drin sein müssen. Aber ich denke, Schuko ist auf einem guten Weg. Das ist wie gesagt mein erster Schuko, ein 1:18. Ich bin gespannt, was die auch noch rausbringen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vergesst nicht, mir einen Kommentar zu geben und einen Daumen und den Kanal zu abonnieren und drückt natürlich die Glocke. Macht's gut, ciao!